Ja, das ist halt wieder ein tolles Erlebnis. Man trifft da bei so einer Sendung halt wieder Musikkollegen von früher, junge Künstler. Es ist offiziell. Norbert Rier gesteht mit 65 sein Liebe. Einst sang über die majestätischen Berge, die friedlichen Taler Südtirols, Geschichten von Familie, Liebe und Glauben, die Generationen von Zuhörern in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleiteten. Norbert Rier, der Sänger der Kastelruther Spatzen, der Mann mit den tiefblauen Augen und dem sanften Lächeln, verbrachte sein Leben damit, den Herzen derer, die ihn singen horten, die schneereiche Winter mit ihm und Sommerwoller Country-Musik verbrachten, Schlaflieder zu schenken. Hinter den Brunnenlichtern, hinter diesen warmen Melodien, bewahrte Norbert Rier jedoch immer noch eine Privat-Ecke für sich, ein Schweigen, das nie mit der Öffentlichkeit teilt. Nur wenige wissen, dass der Künstler in seinen 65 Lebensjahren ein Geheimnis über die Liebe bewahrt hat. Eine Geschichte, die ihn durch die einsamsten Tage, lange Tourneen und stille Nächte hinter der Bühne begleitet hat, wenn der Applaus verstummt ist. Und dann, im Alter von 65 Jahren, beschloss Norbert Rier, das Schweigen zu brechen. Wählte diesen Moment, als sein Haar bereits grau wurde und seine Augen tief von Lebenserfahrung geprägt waren, der Welt zum ersten Mal von der Frau zu erzählen, die all die Jahre geliebt und in seinem Herzen getragen hatte. Wer war diese Frau? Warum ließ sie das Herz des Manns, der Tausende von Liebesliedern gesungen hatte, so hoch schlagen? Und was brachte Norbert Rier dazu, diesen Moment zu wählen, öffentlich eine Wahrheit zu enthüllen, die sein Leben lang geheim gehalten hatte? Bleiben Sie bis zum Ende des heutigen Videos, denn die Geschichte, die Sie gleich hören werden, ist nicht nur ein verspätetes Geständnis, nicht nur eine einfache Liebesgeschichte, sondern auch das Zeugnis einer beständigen, stillen, aber starken Liebe, die Norbert Rier dazu brachte, aus dem Schweigen herauszutreten, zu lächeln und der Welt zu sagen: Ich liebe Sie. Seit über 40 Jahren seiner Karriere singt über Liebe und Freude und beschert Millionen von Zuhörern sanftere Balladen, die in den Tiroler Bergen widerhallen. Norbert Rier, der Leadsänger der Kastelruther Spatzen, der Mann mit den warmen blauen Augen und der charakteristischen, rauschigen Stimme, hat Generationen deutscher und österreichischer Zuhörer zu Tränen gerührt, wenn von Familienglück, ewiger Liebe und Hoffnung selbst in den schwierigsten Zeiten sang. Doch nur wenige wissen, dass hinter diesen Melodien der Künstler, der sein Leben der Liebe verschrieben hat, ein Geheimnis in seinem Herzen trägt. Eine stille Geschichte, die erst mit 65 Jahren preisgab. Und ein Mann, der alles zu haben schien, Norbert Rier wurde 1960 in Kastelruth in Südtirol geboren, wo die hoch aufragenden die Dolomiten das kleine, windige und schneebedeckte Dorf umgeben. Schon in jungen Jahren lebte Norbert ein Leben, das eng mit Familientraditionen, dem Bauernhof, der Heuernte und den Tiroler Volksliedern verbunden war, die seine Mutter ihm jeden Abend vorsang. Mit 20 Jahren heiratete Norbert Isabella, die Frau, die ihn seit über 40 Jahren begleitet, mit ihm wir Kinder großziert und unzählige Herausforderungen meistert, während sich die Kastelruther Spatzen von einer Dorfkapelle zu einem Schlagerphänomen in ganz Deutschland und Österreich entwickelten. Alle halten Norberts Leben für ein perfektes Beispiel, ein vorbildlicher Ehemann, ein liebevoller Vater, ein Künstler, der sich seinem Publikum widmet, und ein Mann, der seiner Heimat verbunden ist. Doch nur wenige wissen, dass hinter den Brunnenlichtern, nach ausverkauften Vorstellungen, ein Norbert Rier steht, der einsame Momente, schlaflose Nächte
und stille Fragen nach der wahren Liebe seines Lebens erlebt hat. Doch das Geheimnis eines stillen Herzens waren seiner. Jahre auf der Bühne weigerte sich Norbert Rier stets, über sein Liebesleben zu sprechen. Erzählte viel über seine Familie, über das Leben in Kastelruth, über die Freude, jeden Morgen früh durch das Tal zu reiten, aber selten über seine wahren Gefühle. Einmal sagte er, ich mochte nicht, dass mein Privatleben verloren geht, denn ein Künstler braucht auch einen Ort, an dem sein Herz zur Ruhe kommen kann. Doch gerade dieses Schweigen machte viele neugierig. Norbert Rier sang so viele Lieder über die Liebe. Where also war die wahre Liebe seines Lebens. 3. Der Moment. Mit 65. Jahren das Schweigen zu brechen. In einem kürzlichen Interview im ZF überraschte Norbert Rier das Publikum mit einem sanften Lächeln und sagte, ich denke, es ist an der Zeit, Folgendes zu sagen. In den letzten 65 Jahren habe ich jemanden geliebt, und diese Person ist Isabella. Diese scheinbar einfache Aussage ließ das gesamte Studio für einige Sekunden verstummen. Dann brachen Applaus und bewegte Blicke aus, denn das Publikum hatte nicht damit gerechnet, dass die Person, die Norbert sein ganzes Leben lang liebte und die ihm seit fast einem halben Jahrhundert zur Seite steht, die Frau war, die in seinen Liedern, auf Tourneen und in einfachen, glücklichen Momenten mit seiner Familie immer wieder im Stillen erwähnte. Warum wollte diesen Moment, es zuzugeben? Norbert Rier erzählte, dass während seiner Jahre als Musiker viele zerbrochene Ehen in der Unterhaltungsbranche miterlebt und viele seiner Kollegen ihre erste Liebe nicht mehr aufrechterhalten konnten, als der Ruhm zu schnell kam. Schwieg nicht aus Angst, sondern weil Isabella schützen und seiner Familie eine private Welt bewahren wollte, in der Liebe nicht von der Öffentlichkeit beurteilt oder hinterfragt wurde. Doch mit 65 Jahren, als auf sein Leben zurückblickte, verstand Norbert, dass es Zeit für ihn war, seine Meinung zu sagen. Sein größter Erfolg waren nicht die goldenen Schallplatten, nicht die ausverkauften Tourneen, nicht der endlose Applaus, sondern die Tatsache, dass nach 45 gemeinsamen Jahren immer noch die Hand der Frau halten konnte, die liebte, und ihr immer noch etwas sagen konnte, was nie öffentlich gesagt hatte. Isabella, ich liebe dich. Höhepunkt. Eine stille, aber unerschütterliche Liebe Norbert erzählte, wie Isabella sich an den Tagen, an denen auf Tournee war, seine Familie kümmerte, das Feuer im Haus in Kastelruth warm hielt, und immer ermutigte aufzustehen, wenn müde war, und ihm einen selbstgestrickten Schal in den Koffer packte, wenn mitten im verschneiten Winter quer durch Deutschland auf Tournee gehen musste, und wenn das Publikum seinen Namen rief, wenn die Bühnenlichter am hellsten leuchteten, war Isabella immer die erste Person, an die dachte. 6. Fazit: Eine wahre Liebe, die nicht laut sein muss mit 65 Jahren hat Norbert Rier dem Publikum bewiesen, dass wahre Liebe nicht protzig sein muss, keine teuren Geschenke braucht, keine blumigen Versprechungen in der Öffentlichkeit. Wahre Liebe bedeutet, in aller Stille zusammen zu sein, gemeinsam Schwierigkeiten zu meistern, gemeinsam zu lachen, wenn man glücklich ist, und Händchen zu halten, wenn es stürmisch wird. Norbert Rier hat hunderte von Liedern über die Liebe gesungen. Doch das schönste Lied war letztlich sein Leben,
als Lachen und der Welt zeigen konnte. Ich habe 65 Jahre lang einen Menschen geliebt, und dieser Mensch ist meine Frau. Wenn dich dies Geschichte berührt, hinterlasse ein, teile das Video und abonniere den Kanal, damit wir liebevolle, aufrichtige Geschichten von Menschen verbreiten können, die wir Norbert Rier von ganzem Herzen gelebt und geliebt haben. Er sang von schneebedeckten Bergen, sonnigen Sommerwiesen und Liebesgeschichten, die das Publikum zu Tränen rührten. Doch bevor er zur goldenen Stimme Südtirols wurde, war Norbert Rier ein junger Mann, dessen Hände noch nach Heu auf dem Bauernhof dufteten und der davon träumte, eines Tages vor Tausenden von Menschen zu singen. Und dann wurde dieser Traum wahr, als Norbert Rier und die Kastelruther Spatzen eine beispiellose musikalische Geschichte in der deutschen und österreichischen Schlagerszene schrieben. Von vom Bauernhof in Kastelruth zum Traum von der Bühne. Norbert Rier wurde 1960 in Kastelruth geboren, einem kleinen Dorf mitten in Südtirol, wo die hoch aufragenden Dolomiten den blauen Himmel umarmen. Norberts Eltern waren beide Bauern, und seine Kindheit verbrachte er damit, Kühe zu hüten, Gras zu machen, auf Pferden die Hügel zu erben und jeden Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit dem Hauch der Erde und des Windes zu spüren. Doch in kalten Winternachten, wenn das Feuer im Kamin knisterte, griff Norbert zur Gitarre, sang Tiroler Volkslieder und traumte davon, eines Tages mit seiner Stimme weit zu kommen. Mit 20 Jahren gründete Norbert mit Freunden im Dorf die Band Kastelruther Spatzen, inspiriert vom Namen seiner Heimatstadt. Damals wollten sie einfach nur auf kleinen Dorfesten singen, die Zuhörer zum Lachen bringen und Familienfeiern in Kastelruth Freude bereiten. Second Kastelruther Spatzen, ein bescheidener, aber entschlossener Anfangs waren die Kastelruther Spatzen nur eine Teilzeitband, die auf Volksfesten und Gemeindeveranstaltungen auftrat. Sie nahmen sich selbst auf, verkauften Kassetten auf Flohmärkten, und jede Münze, die sie verkauften, war ein kleiner Hoffnungsschimmer, ihre Leidenschaft aufrechtzuerhalten. Norbert Rier war nicht nur der Leadsanger, sondern auch die Seele der Gruppe und führte sie durch schwierige Zeiten. Als niemand glaubte, dass sie ein musikalisches Phänomen werden konnten. Norberts raue, warme und gefühlvolle Stimme, kombiniert mit Mundharmonika, Gitarre und Akkordeon, begeisterte nach und nach Volksmusik und Schlagerliebhaber in ganz Südtirol. 3. Wendepunkt als Lieder über die Heimat, die Herzen Deutschlands berührten. 1983 veröffentlichten die Kastelruther Spatzen ihr erstes Studioalbum. Viel Spaß und Freude. Ein bescheidenes, aber rustikales und aufrichtiges Album, das vom Leben der Tiroler, von einfacher Liebe und den goldenen Sommern im Tal erzählte. Der eigentliche Wendepunkt kam jedoch 1990 mit der Veröffentlichung des Albums Für im ewigen Ich, das die Kastelruther Spatzen und Norbert Rier in ganz Deutschland und Österreich bekannt machte. Das Album wurde schnell mit Gold ausgezeichnet und verwandelte die Band von einem lokalen Phänomen in die bekannteste Schlagerband im deutschsprachigen Raum. Norberts raue Stimme wurde zu einem Markenzeichen, da mit jedem Lied Geschichten von Liebe, Verlust, Hoffnung und Trauer erzählen konnte und dem Publikum das Gefühl gab, gehört und mitfühlen zu sein. Erfolg nach Erfolg, 13 in Echo-Auszeichnungen und Dutzende Gold-Alben seitdem haben die Kastelruther Spatzen unter der Leitung von Norbert Rier kontinuierlich erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter Rote Rosen, 1992, Herzschlag für Herzschlag, 1995 und Atlantis der Berge,
1998, die allesamt beeindruckende Verkaufszahlen erzielten und mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden. Sie gewannen 13 Echo-Auszeichnungen, Deutschlands renommiertesten Musikpreis, und waren damit die einzige Schlagerband, die diesen Rekord viele Jahre lang hielt. Ihre Konzerte in Berlin, München, Wien und Zürich waren stets ausverkauft, und das Publikum, ob jung oder alt, sang jedes Wort mit. Norbert Rier, in traditioneller Tiroler Tracht, mit einem sanften Lächeln und strahlenden Augen auf der Bühne, ist zu einem Symbol für die Verbindung von Musik und heimatlichen Traditionen geworden. 5. Eine Weißrose, ein Hit, der die Herzen des Publikums berührte im Jahr 2000, veröffentlichten die Kastelruther Spatzen den Song Eine weiße Rose, der schnell zu einem der beliebtesten Songs ihrer Karriere wurde. Das Lied erzählt die Geschichte einer treuen Liebe, der Sehnsucht nach einem Verstorbenen, deren Erinnerung jedoch wie eine reine weiße Rose bleibt. Als Norbert Rier die erste Strophe sang, verstummte das Publikum und brach dann in Tränen aus, weil es sich selbst in dieser Geschichte wiedererkannte, die verlorene Liebe sah, die aber dennoch in seinen Herzen blieb. 6. Über 40 Jahre Standhaftigkeit. Singen ist mit dem Stolz Tirol verbunden in ihrer über 40-jährigen Karriere haben Norbert Rier und die Kastelruther Spatzen über 40 Studioalben veröffentlicht, über 15 Millionen Mal verkauft, Hunderte von Gold- und Platin-Schallplatten gewonnen und sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der deutschen und österreichischen Schlagerszene geworden. Aber das Wichtigste ist, dass Norbert Kastelruth nie verlassen hat. Zwischen seinen langen Touren kehrt immer noch auf seinen Hof zurück, kümmert sich seine geliebten Pferde, reitet die Landstraßen entlang und taucht in die Natur ein, vor der Rückkehr auf die Bühne wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 7. Höhepunkt. Das Geheimnis von Norbert Riers Ruf. Was Norbert Riers Erfolg ausmacht, ist nicht nur seine besondere Stimme, sondern auch seine Aufrichtigkeit. Er folgt nie Trends, ist nicht protzig, hat keine Skandale, tritt stets schlicht auf und vermittelt dem Publikum jedes Mal, wenn die Bühne betritt, ein Gefühl der Ruhe. Er singt, was lebt, und das Publikum spürt diese Wahrheit. Norbert sagte einmal, Musik muss nicht auffällig sein. Wichtig ist, dass sie das Herz des Zuhörers berührt. Und das tut seit über 40 Jahren. 8. Fazit. Norbert Rier, die lebende Legende des deutschen Schlagers. Wenn Norbert Rier heute die Bühne betritt, ist nicht mehr nur ein Sänger, sondern ein Teil der Erinnerungen von Millionen von Zuschauern. Die Stimme seiner Heimat Tirol, derjenige, der die schönsten Liebesgeschichten durch Musik erzählt. Hat bewiesen, dass man seine Lieder in ein Vermächtnis für die Ewigkeit verwandeln kann, wenn man es wagt zu träumen, an die Musik zu glauben und seine Leidenschaft in vollen Zügen auszuüben. Bevor seine raue Stimme durch Deutschland, Österreich und die Schweiz halte, bevor Millionen von Menschen jedes Mal aufstanden und applaudierten, wenn Norbert Rier Melodien über seine Heimat Tirol und seine ewige Liebe sang, war nur ein Bauernjunge aus Kastelruth, mit Händen, die nach Heu dufteten, Augen so blau wie die Dolomiten und einem Herzen, das vom Traum flüsterte, in den windigen Feldern zu singen. Norbert Rier wurde am 14. April 1960 in Kastelruth geboren, einem kleinen Dorf inmitten der Dolomiten, wo die Hügel im Sommer grün,
am Winter schneebedeckt und abends vom Duft des Haus erfüllt sind. Seine Familie war nicht wohlhabend, sie lebte von der Landwirtschaft, und Norberts Kindheit war eng mit dem frühen Morgen verbunden. Das Krachen des Hahns weckte ihn, seinen Eltern zu helfen, die Kuh auf die Weide zu treiben. Seine Arme hielten ein Bündel Gras, das größer war als sein Körper. Seine Füße traten in den kalten Morgentau, doch seine Augen leuchteten stets vor Freude, weil ein neuer Tag begonnen hatte. Jeden Nachmittag, nachdem seine Hofarbeit erledigt hatte, saß Norbert auf den Holzstufen vor dem kleinen Haus, beobachtete die Wolken, die über die Berggipfel zogen, lauschte dem Wind, der durch die Schluchten sang, und träumte von einem Leben jenseits der grünen Weiden. Doch der Junge beschwerte sich nie über das Leben auf dem Bauernhof, denn dort lernte Aufrichtigkeit lieben, harte Arbeit schätzen und die einfachsten Dinge als musikalisches Erlebnis empfinden. Das Lauten der Kuhglocken auf den Feldern, das Rauschen des Baches, der durch das Dorf floss, das Singen Tiroler Volkslieder in der Kutsche beim Kochen des Abendessens durch seine Mutter. Norberts Vater war ein strenger, aber liebevoller Mann. Brachte seinem Sohn bei, wie man sich Pferde kümmert, wie man ohne Murren arbeitet und wie man Natur und Menschen respektiert. Seine Mutter war eine sanfte Frau, immer lächelnd, und verbarg ihre Müdigkeit nach langen Arbeitstagen, eine warme Atmosphäre in das kleine Haus zu bringen. Es waren die Abende, an denen sich die ganze Familie das Feuer versammelte, an denen sein Vater Geschichten von ihren Vorfahren erzählte, an denen seine Mutter sanft lächelte und alte Lieder sang, und vergessliche Erinnerungen in Norberts Gedächtnis, die Grundlage für die Lieder bildeten, die später aus vollem Herzen sang. Mit 6 Jahren kam Norbert in die Dorfschule Kastelruth. War ein sanfter, ruhiger Junge, hörte aber immer aufmerksam zu, wenn der Lehrer Gesang unterrichtete, und war oft derjenige, der in der Klasse am lautesten sang, wenn Musikunterricht war. Sein Lehrer ermutigte ihn bei Schulfeiern und Dorfveranstaltungen zu singen. Schon der kleinste Applaus genügte, die Freude zu spüren, dass seine Stimme gehört wurde, wenn Tiroler Volkslieder in der hellen Nachmittagssonne durch seine Stimme erklangen. Mit 10 Jahren besuchte Norbert mit seinem Vater zum ersten Mal ein Volkskonzert in einem Nachbarort, wo Instrumente wie Akkordeons, Gitarren und Mundharmonikas mit warmen Tiroler Stimmen harmonierten. Der kleine Norbert saß stundenlang still da, seine Augen leuchteten, sein Herz klopfte wie wild, als die Melodie den kleinen Saal erfüllte. Als zurückkam, sagte zu seinem Vater, so mochte ich auch singen, damit alle Freude daran haben. Doch dieser Traum war in einer Bauernfamilie nicht leicht zu verwirklichen. Norbert half seinen Eltern weiterhin bei der Feldarbeit und beim Hüten der Pferde. Doch wann immer Zeit hatte, nahm die alte Gitarre, die ihm sein Onkel geschenkt hatte, nahm sich allein in den Stall oder aufs Feld, lernte jeden Akkord und sang jedes Tiroler Volkslied mit seiner unreifen, aber aufstrebenden Stimme. Als Teenager trat Norbert dem Dorfchor bei und sang bei Gottesdiensten, kleinen Festen und Gemeindeveranstaltungen. Nach und nach wurde ein Sänger, der wegen seiner Aufrichtigkeit und Herzlichkeit von allen geliebt wurde. Doch hatte nie gedacht, dass eines Tages selbst Sänger werden würde. Denn für Norbert war Musik einfach Freude. Etwas, das ihm half, die Müdigkeit nach Arbeitstagen zu lindern und seine Liebe zu seiner Heimatstadt Kastelruth auszudrücken. Mit 17 Jahren begann Norbert offiziell zu arbeiten.
war weiterhin auf dem Familienbauernhof tätig und ritt jeden Morgen. Doch tief in seinem Herzen trug immer noch den Wunsch zu singen. Abends nach einem langen Arbeitstag übten Norbert und einige Freunde aus dem Dorfgesang, spielten Gitarre und probten neue Volkslieder. Schließlich beschlossen sie, eine kleine Band zu gründen, bei lokalen Festen aufzutreten. Die Band nannte sich Kastelruther Spatzen, inspiriert von ihrer Heimatstadt und hoffte, die Tiroler Musik allen nahe zu bringen. Als Norbert und seine Freunde ihr erstes Lied auf einer alten Kassette aufnahmen, es auf einem Flohmarkt zu verkaufen, begann sich ihr Kindheitstraum, für die ganze Welt zu singen, zu erfüllen.